Good morning. Guten Morgen. So let's go back to Ephesians chapter 2. Gehen wir zurück zu Epheser 2. But first I'm going to tell you a really nice story. Vorher möchte ich dir noch eine wirklich nette Geschichte erzählen. A woman, this pastor's wife, she's going out shopping. Die Frau eines Pastors geht einkaufen. It's not my wife because I'm not a pastor. Es ist nicht meine Frau, denn ich bin kein Pastor. She's going out shopping. Sie geht also einkaufen. And the husband says to her, Und der Mann sagt zu ihr, he knows that she's a compulsive shopaholic. er weiß, dass sie unter Kaufzwang leidet. So the husband says to her, Der Mann sagt zu ihr, sweetheart, please do not overspend. Liebling, bitte übersteige nicht das Budget. Be careful how you spend your money. We don't have that much money. Pass auf, wie du das Geld ausgibst. Wir haben nicht so viel Geld. So she comes home, Sie kommt nach Hause expensive dress, mit einem sehr teuren Kleid, which he paid with his credit card. das sie mit seiner Kreditkarte bezahlt hat. When the husband sees that, Als der Ehemann das sieht, sagt er, why did you do that? I asked you not to do this. warum hast du das getan? Ich habe dich doch gebeten, dies nicht zu tun. I'm sorry, sweetheart, the devil made me buy this dress. Sie sagt, es tut mir leid, Liebling, der Teufel hat mich dazu bewegt, dieses Kleid zu The kaufen. husband says, but the Bible says you should resist the devil and he will flee from you. Der Mann sagt, die Bibel sagt, du sollst dem Teufel widerstehen und er wird von dir fliehen. Why did you not resist him? Warum hast du ihm nicht He widerstanden? said, I Die did. Frau sagt, ich hab doch. You seen? I said, devil, I rebuke you. Go away from me. Ich sagte, Teufel, ich weise dich zurück, geh weg von mir. And he ran. Und er rannte. But then he screamed from a distance. Aber er schrie mir noch aus der Ferne zu. But even from over here, the dress looks really, really nice. Sogar von hier schaut das Kleid wirklich, wirklich schön aus. But this is how many people actually believe it. Wisst ihr, viele Menschen glauben tatsächlich so. They believe the devil can make us sin. Sie glauben, dass der Teufel uns zur Sünde verleiten kann. But the Bible teaches us that man has free will. It's our responsibility. Aber die Bibel lehrt uns, dass Menschen einen freien Willen haben. Es ist unsere The Verantwortung. devil influences people, but has no power to control. Der Teufel beeinflusst Menschen, hat aber keine Kraft, sie zu kontrollieren. Here in Ephesians 2, you will find several very important clues. Hier in Epheser 2 wirst du einige wichtige Hinweise finden. First of all, the Bible says, we were by nature children of wrath, just as the others. Zuerst sagt die Bibel, und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die Do you anderen. believe God is a God of justice? Glaubst du, dass Gott ein Gott der Gerechtigkeit ist? I hope so. Ich hoffe es. I do. Ich glaube es. It would be a very unjust God Er wäre ein sehr ungerechter Gott. if you would have to suffer God's wrath for something that the devil made you do. Wenn du unter Gottes Zorn leiden müsstest für etwas, was der Teufel dich bewegt hat zu tun. That would be very unjust. Das wäre sehr ungerecht. The devil makes you do it, and why do you have to pay for it? Der Teufel zwingt dich, es zu tun. Warum sollst du jetzt dafür bezahlen? Das wäre falsch. See that we are responsible. Das ist der erste Hinweis, wo wir erkennen, dass wir verantwortlich sind. But look at the beginning in verse 1. Aber schau auf den Anfang in Vers 1. We were dead in trespasses and sin, Die ihr tot wart in euren Vergehungen und Sünden, in which you once in walked. denen ihr einst wandeltet. You walked in it. Du bist also darin gewandelt. So you made the choice to obey the system of this world, Du hast also die Entscheidung getroffen, dem System dieser Welt zu gehorchen. according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht der Luft. What does the devil do? Was macht also der Teufel? Es steht hier ganz klar. The spirit who now works in the sons of disobedience. Des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. But look at this. Schau das an. Among whom also we conducted ourselves. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren The Verkehr. devil influences Der you, Teufel beeinflusst dich also and we choose to walk in it. und wir entscheiden uns darin zu wandeln. How do we do Wie this? machen wir das? In the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind. Indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken tun. So here's what happens. Das also passiert. The devil brings his influence, his dirty and evil thoughts into the minds of the people. Der Teufel beeinflusst, indem er schmutzige und teuflische Gedanken in Menschen legt. And he uses the flesh. Und dazu benutzt er das Fleisch. But the Bible says we choose if we do this or not. Die Bibel sagt aber, dass wir entscheiden, ob wir etwas machen oder nicht. Not like the devil can put this compulsive behavior in
hoping you'd make you sin. Es ist also nicht so, dass der Teufel dieses zwanghafte Verhalten in uns hineinlegen und uns zur Sünde verleiten He kann. does exactly what he did in the Garden of Er Eden. machte das genauso im Garten Eden. He uses your own desires. Here's what the Bible says, the desires of the Er flesh. benutzt deine eigenen Begierden. Die Bibel sagt, die Begierden des Fleisches. What happened to Eve? Was ist mit Eva passiert? Ever. When she saw that the tree was good to look at, pleasant for the eyes, and desirable. Als sie sah, dass der Baum schön anzuschauen war, wunderbar für die Augen und begehrenswert. That's when she ate. Und dann hat sie davon gegessen. It hasn't changed. Es hat sich nichts verändert. The devil cannot make you sin. Der Teufel kann dich nicht zur Sünde verleiten. You have complete responsibility for every single action that you choose. Du hast die ganze Verantwortung für jede Handlung, für die du dich entscheidest. So you choose. Du entscheidest. You know, if man would only understand that we have to take responsibility for our lives, Weißt du, wenn wir Menschen einfach verstehen würden, dass wir für unser Leben Verantwortung übernehmen müssen, things would change. dann würde sich so vieles verändern. You know, I'm teaching this my son Clayton right now. Ich lehre das gerade meinem Sohn Clayton. I'm giving Clayton a lot of freedom. Ich gebe Clayton sehr viel Freiheit. And I tell him, listen, Und ich sage ihm, hör zu, you have to learn how to use your freedom. du musst jetzt lernen, wie du mit deiner Freiheit umgehen If you willst. choose to use it bad, Wenn du schlechte Entscheidungen triffst, there are going to be consequences. wird es Konsequenzen geben. Boundaries in him because he's a teenager. Natürlich muss ich ihm Begrenzungen schaffen, da er ja noch ein Teenager ist. The things I let him have choices. Aber in vielen anderen Bereichen überlasse ich ihm die Entscheidungen. Choices, he has the consequences. Wenn er schlechte Entscheidungen trifft, muss er die Konsequenzen I'll tragen. see you tomorrow. Ich sehe dich morgen.